1000 Newtonmeter. Ganz neu, gibt es erst ein paar Wochen auf dem Markt. Du hast gerade gesehen, was für eine brachiale Leistung diese 4 Geräte haben. Oh. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und was haben wir hier? Den neuen Schlagschrauber von Bosch mit 1000 Newtonmeter. Ganz neu, gibt es erst ein paar Wochen auf dem Markt und das habe ich zum Anlass genommen, um hier mal wieder einen Markenvergleich zu machen. Denn hier haben wir jede Menge Geräte, alle so um die 1000 Newtonmeter, einige haben sogar mehr, sodass wir hier in Summe 4677 Newtonmeter stehen haben. Das ist schon enorm. Ich bin echt gespannt auf die Geräte und aus dem Grund haben wir gedacht, naja, unser alter Drehmomentschlüssel, der hat jetzt ausgedient. Wir haben auch einen neuen Drehmomentschlüssel und zwar geht der Ganze ja, hier mit bis zu 1000 Newtonmetern. Mal gucken, ob wir damit heute Spaß haben. Ich bin gespannt. Das ist schon mal ein amtliches Gerät hier. Auf jeden Fall haben wir aber wie immer natürlich Freitag etwas zu verlosen und da er hier der neueste ist, verlosen wir auch den Bosch. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal deine Meinung zu den Geräten, deine Erfahrung mit solchen Schlagschraubern unten in die Kommentare. Wir haben also hier 4 Geräte, wobei jedes davon mit rund 1000 Newtonmeter aufwarten kann. Und Bosch hat jetzt endlich auch einen Schlagschrauber gebracht mit 3/4 Zoll Aufnahmen. Wir haben übrigens alle 3/4 Zoll Aufnahmen, das wirklich in der 1000 Newtonmeter Klasse mitspielen kann. Finde ich eine tolle Sache. Falls jemand denkt, ach super, kaufe ich mir zum Räderwechseln, würde ich nicht nehmen. Dafür sind sie eigentlich ein bisschen überdimensioniert, weil mit 1000 Newtonmeter so ein Rad anziehen, würde ich jetzt nicht machen. Welche Geräte haben wir denn hier eigentlich? Wir haben von Bosch den GDS 18V 1050H. Dann haben wir hier den Milwaukee M18 ONE FHI WF 34. Dann haben wir den Dewalt DCF 897 und die Makita DTW 1001. Hier jetzt mal alle Leistungsdaten auf einen Blick. Ihr seht, dass Bosch 1050 Newtonmeter maximal kann. Milwaukee aber 1627, Makita wiederum 1050 und Dewalt knapp drunter mit 950 Newtonmeter. Ihr seht auch hier, in welchem Gang ihr welche Schlagzahl habt und so weiter und so fort. Interessant finde ich aber Folgendes, und zwar das Gewicht. Mit 2,9 bzw. 2,6 Kilo wiegen sie alle etwa gleich viel, außer Makita, der reist relativ weit raus mit 3,4 Kilo ohne Akku. Wie du gerade gesehen hast, schaffen alle über 1000 Newtonmeter beim Anzug, aber wo sie sich nicht unterscheiden, ist das Losbrechmoment bzw. das Lösemoment. Da ist es so, dass alle Schrauben mit bis zu 1600, 1700 Newtonmeter auch lösen können. Bevor wir das Ganze mal ausprobieren, werden wir uns die Geräte mal im Detail anschauen. Fangen wir bei Makita an. Hier oben gibt es eigentlich nicht weiter was zu sagen, außer, wenn du dir das Gerät hier anschaust, ist es sehr schön gummiert. Vor allem, du kannst es hinlegen, das liegt auf dem Gummi auf, egal jetzt von welcher Seite du das Ganze betrachtest. Hier im oberen Bereich haben wir nur den Rechts-Links-Lauf. Ja, können wir es entsprechend einstellen. Hier den Hebel, um es entsprechend zu bedienen. Und hier im unteren Bereich können wir hier an der Stelle das Level einstellen, ja? Ob wir jetzt hier mit Level 1, 2 oder 3 unterwegs sind, also welche Schlagzahl wir haben wollen und auch welche Energie, beziehungsweise mit welcher Energie wir anziehen oder lösen können. Hier an der Rückseite ist eigentlich nichts weiter, außer dass wir sehen können, wie voll der Akku noch ist. Da muss ich nachher noch einen neuen einsetzen, weil wir natürlich nur mit vollen Akkus testen werden. Bei Dewalt ist es genauso, alles sehr gut gummiert, liegt auch hier entsprechend auf dem Gummi auf. Wir sehen hier auch massiv das Ganze vorne aus Metall, aber das ist bei allen Geräten hier gleich. Ansonsten hier klassischer Rechts-Links-Lauf und hier ist es, finde ich, eigentlich ganz gut gelöst, und zwar können wir hier auch die Drehmomentstufe verstellen, aber über einen ganz einfachen Knopf. Wir können also einfach sagen, hier 1, 2 und 3. Ja, finde ich super gelöst, weil es ist wirklich intuitiv einfach und geht auch sehr schnell. Dann haben wir hier noch ein Positionslicht. Ja. Wenn wir entsprechend arbeiten, leuchtet sehr stark nach oben und ist wirklich sehr, sehr hell. Mehr gibt es zu dem Gerät eigentlich erstmal nicht zu sagen. Auch hier beim Milwaukee das Ganze super gummiert, vorwärts, rechts
Start und so weiter. Mehr haben wir hier erstmal nicht, außer hier das Bedienfeld. Achso, und hier natürlich das Positionslicht. Aber wir haben hier das Bedienfeld und können hier die Drehmomentstufe in 4 Stufen verstellen. Und übrigens hier ist es auch so, hier ist das Zeichen, zeigt das auch an. Ihr könnt euch hier mit Bluetooth verbinden und euch das Ganze hier noch konfigurieren. Kommen wir jetzt zu unserem Bosch-Gerät. Auch hier, wie bei allen anderen, auch super gummiert. Wir haben hier den Rechts-Links-Lauf, hier entsprechend das Ganze zum Starten. Ansonsten haben wir hier keinen weiteren Taster dran oder keine weiteren Tasten, außer das hier unten. Und zwar hier ist es so, dass du entsprechend hier die Geschwindigkeit einstellen kannst, auch die auf 1, 2 und 3, beziehungsweise die Kraft einstellen kannst und kannst hier auch das Positionslicht ein- und ausschalten. Übrigens, hier siehst du auch den Ladestand des Akkus. Übrigens ist das wirklich ein sehr helles Licht, was man hier am Tag jetzt gar nicht so genau sehen kann. Akku kannst du natürlich aber auch hier hinten dir anschauen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, alle haben einen Brushless Motor. Bei Bosch noch die Besonderheit, das ganze Gerät wurde jetzt auf Bi-Turbo Brushless umgestellt. Das heißt, wir haben einen noch stärkeren Motor und einen entsprechend starken Akku, die perfekt zusammenarbeiten. Das ist Bi-Turbo Brushless. Und jetzt wollen wir das Ganze mal ausprobieren. So, jetzt haben wir hier diesen Drehmomentschlüssel. Der geht bis 1000 Newtonmeter. Aber meint ihr, dass ich 1000 Newtonmeter jetzt hier so angezogen kriege? Also ich so hier einfach so knack, knack? Wir probieren das mal. Ich stelle das Ganze jetzt mal auf 750 Newtonmeter und schau mal, wie ich die Schraube angezogen kriege. Oh, Mann, Mann, Mann. Freunde. Alter. Oh. Oh. Er knackt nicht. Oh. Nicht so hoch. Ah, da war's. 750 Newtonmeter. Das reicht jetzt. Freunde, das war anstrengend. Das waren entspannte 750 Newtonmeter auf hier 80 Zentimeter Rohrlänge. Mehr kriege ich nicht hin. Also mehr kriege ich jetzt gerade wirklich nicht hin. Also die Hoffnung, dass ich hier mit 1000 Newtonmeter das Ganze anziehe und dann das entsprechend gelöst wird, das, nee. Da muss ich mir was einfallen lassen. Schreibt bitte mal unten in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, wie ich diese Schlagschraube wirklich mal auf Herz und Nieren testen kann. Weil das ist eine Ansage. Also, hei. Aber ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt immer einen Schlagschrauber nehmen und die 5 Schrauben festmachen und dann schauen, ob die anderen 3 es lösen können. Dass wir mal so einen gewissen Vergleich haben, ob das zumindest funktioniert. Aber ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. So, genug Pause. Ich nehme jetzt Folgendes, und zwar nehme ich den Makita und werde mit dem Makita auf der höchsten Drehmomentstufe jetzt einfach mal hier die Schrauben anziehen und mit den anderen 3 das Ganze entsprechend wieder lösen.
Schau mal hier, ich will jetzt die Schraube rausnehmen, aber das seht ihr, das ist so sehr hier und hart eingeschraubt, ich kriege das gar nicht raus. Und eigentlich, seht ihr, so war es original. Also ich probiere es mal nochmal, ob ich es rauskriege hier. Damit ihr mal seht, welche Macht dahinter steht. Hier seht ihr das Ganze, wie es vorher aussah. Ja? Ist ein bisschen angekratzt, ja, okay. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier wirklich eine Vertiefung von so fast 2 mm, wo die Schraube, so wie hier, da reingedrückt wurde. Also wirklich massiv ins Metall gedrückt. Auch hier. Und weil sich das hier so verformt hat, könnte man hier die Schraube nicht mehr rausdrehen. Kommen wir nochmal auf das Thema Preis. Und hier ist es so, dass Milwaukee und Bosch mit rund 240 € etwa gleich viel kosten. Übrigens findest du wie immer unten den ehrlichen Preisvergleich mit verschiedenen Angeboten zu dem Ganzen mit Akku, ohne und so weiter. Hier bei Dewalt sind wir bei wackeren 10 bis 20 € mehr, irgendwo 250, 260, und hier legen wir noch ein paar Euro oben drauf. Aber in Summe sind wir etwa so im gleichen Preissegment zwischen 240 und 280 €. Also du hast gerade gesehen, was für eine brachiale Leistung diese 4 Geräte haben. Also wirklich unfassbar. Überleg mal, sie haben es geschafft, so eine Schraube, und das ist schon eine massive Schraube, in das Metall reinzudrücken. Ja, 1-2 mm tief. Und das Ganze so zu verformen, dass die Schrauben nicht mehr rausgingen. Also das ist schon mal eine echte Leistung. Fand ich schon erstaunlich. Und da war mein Gedanke, hier mit dem hier heute mal rumzumachen, naja, ein bisschen falsch. Vielleicht brauchen wir den 1000 Newtonmeter Drehmannschlüssel mal dafür irgendwas anderes. Falls ihr eine Idee habt, wofür ich den hier noch benutzen kann, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, wäre ich sehr dankbar für. Sonst habe ich ihn jetzt umsonst gekauft. Aber naja, man weiß ja nie, denn auch hier haben es besser als brauchen. Aber jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Geräte an. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das beste Gerät, beziehungsweise lass uns doch erstmal schauen, was wir gesehen haben. Alle haben es angezogen, alle haben es gelöst. Ja, war erstmal kein Problem. Wenn du mich jetzt fragst, wie würde ich diese Geräte aber einsortieren, weil ich habe sie in der Hand gehabt, ich habe gesehen, wie schnell, wie einfach ist es ihnen jeweils gefallen. Würde ich sagen, auch von der Leistung her, auch vom Datenblatt, dass Dewalt hier das schwächste Gerät war. Also das war etwas schwächer als die anderen. Ich rede jetzt hier von 10% so etwa. Vielleicht sogar zusammen mit Makita, aber so in etwa würde ich es einsortieren. Bosch war auf jeden Fall an Platz, also mindestens, ja, schon eher auf Platz 2, doch auf Platz 2. Von der Kraft her, von der Brachialität her ist aber Milwaukee nicht zu schlagen gewesen, weil gerade beim Lösen hast du das Gefühl gehabt, du drückst halt einmal drauf und die Schraube ist weg. Ja, also da hat Milwaukee hier wirklich einen nochmal vorgelegt. Wobei ich aber sagen muss, man muss wirklich bedenken, alle 4 machen das super und alle 4 machen hier einen echt guten Job. So. Und alle 4 machen einen echt guten Job. Das heißt also, wenn du dich in einem dieser Akkusysteme schon wohlfühlst, dann kannst du jeden einzelnen hier auf jeden Fall nehmen und zugreifen, wenn du so viel Kraft auch brauchst. Ich denke, es war aber, egal ob du es brauchst oder nicht, mal interessant zu sehen, wie viel Energie sie aufwenden. Und du musst ja Folgendes bedenken. Überlege mal, ich selbst habe als Person mit 50 Kilo hier an dem Stab gehangen. Und habe gerade mal es geschafft, 750 Newtonmeter draufziehen zu können. Mit denen hier ist es überhaupt kein Problem, mal eben 1000 Newtonmeter beziehungsweise hier über 1500 Newtonmeter auf so eine Schraube auszuüben. Also das ist wirklich eine Leistung. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Irre, also wirklich irre. Und dass sie es auch noch lösen können, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Also da insofern, wenn ihr das braucht, habt ihr damit richtig Spaß.